Guten Tag, ihr Lieben. Ich habe gestern mit Schrecken festgestellt, unser letztes Video ist schon wieder ein Monat her. Die Zeit, die rennt momentan wie im Flug. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Wochenende nehme ich mir mal eben Zeit und filme, was in den letzten Wochen passiert ist, seit dem letzten Video. Ja, dann lass uns mal eben zusammen gucken, was wir geschafft haben. Also ein ganz großes Thema. Unser Dachgepäckträger ist drauf. Schick geworden, oder? Der Dachgepäckträger an sich, das war nicht das Problem, also den drauf zu packen. Vielmehr waren die Verbraucher, sowie die Arbeitsleuchten an den Seiten, vorne die Leitbar und auch die Antenne fürs Radio, die ist nämlich auch am Gepäckträger integriert. Ich weiß nicht, sieht man die jetzt? Da oben ist sie. Wenn man denkt, man ist fertig, ne? Dann baut der Kerl alles wieder auseinander. Garantiert nicht zum letzten Mal. Aber das wird unser Strom für die Strahler oben, ne? Sehr gut. Das Ganze zu verkabeln, das hat ein bisschen Zeit gekostet, weil wir durch die A-Säule nach unten gehen mussten. Also wer so ein Ding umbaut, vorher, bevor man das Ganze zusammenbaut, eben zwei, am besten siebenadrige Kabel einfach in diese A-Säulen reinziehen, die sind nie weg. Wir sind übrigens auch von der Idee weggekommen, die Kabel in den Rohren zu verlegen, weil ich schlichtweg Bedenken habe, wenn sich in den Rohren Kondenswasser bilden sollte, dann läuft es mir so durch die Kabeldurchführung in den Innenraum. Deswegen haben wir jetzt die Kabel hier unten verlegt. Die zweite Baustelle, wir sind gerade dabei, unsere Dieselvorräte ein bisschen aufzustocken. Da sind zwei 300 Liter Tanks und zu diesen Tanks gab es einige Fragen eurerseits. Warum zwei Tanks? In erster Linie ist das so, der Gedanke der Sicherheit. Das heißt, wenn ich mir einen Tank kaputt fahren sollte oder Diesel getankt habe mit minderwertiger Qualität, werde ich immer noch die Möglichkeit haben, aus dem zweiten Tank Diesel herauszuschöpfen. Die Tanks, die werden nicht miteinander verbunden, also die sind nicht kontinuierlich miteinander verbunden, sondern hier in dem Bereich, hier kommt eine Anlage, also mit zwei Kugelhähnen, wo ich den Vor- und Rücklauf pro Tank jeweils umschalten kann. Des Weiteren werden wir auch passende Geber für die Tanks bestellen, so dass wir die originale Tankuhr für beide Tanks nutzen können mit einem Schalter. Das heißt, ich kann die Uhr auf 1 oder 2 stellen und ablesen, wie viel Liter oder wie voll jeweils der Tank ist. Ja, um die Tanks hier anzubringen, musste natürlich der Batteriekasten, der hier seinen Platz hatte, der musste weichen. Die Batterien, die werden sehr wahrscheinlich hier nach vorne verlegt, und zwar werde ich eine Konsole bauen, wo die Batterien übereinander sind. Das ist platzsparend. Dadurch, dass die Tanks so riesig sind, fällt das gar nicht auf. Die Batterien sind, glaube ich, 20 cm breit. Wenn hier noch 20 cm dazukommen, fällt das gar nicht auf. Ziel ist, die Tanks so weit anzuschließen, damit der kleine originale Tank hier weichen kann, weil ich einfach mit dem Zwischenrahmen und mit dem Einfüllstutzen, das funktioniert nicht. Der muss erstmal hier weg. Dadurch, dass ich das Fahrzeug ab und zu mal doch bewegen muss, muss die Dieselanlage wieder so weit angeschlossen sein, damit ich das Fahrzeug auch mal auf der Grube fahren kann und so weiter. Ach ja, noch zum Thema Gepäckträger.
Viele haben gefragt, wofür die Löcher da oben sind. Die sind eigentlich nur dafür gedacht, um das Wasser während der Fahrt seitlich von dem Gepäckträger, weil es oben eine geschlossene Platte ist, seitlich von dem Gepäckträger abzuführen. Die mittlere Platte, die ist oben versiegelt. Somit ist das gewährleistet, wenn wir jetzt ein bisschen Schräglage haben, dass das Wasser, was sich oben sammelt, nicht auf unseren Durchgang, auf die Manschette tropft. Somit ist die Manschette ein bisschen geschützt und das wollten wir damit erreichen. Die Bodenplatte von dem Dachgepäckträger, die ist silber geblieben. Wir haben dazwischen ca. 14 cm Luft zwischen dem Fahrzeugdach und dem Dachgepäckträger und dadurch wird sich die Hütte nicht so aufheizen, hoffe ich zumindest. Was auf jeden Fall noch gemacht wird, sind die Stabilisatoren. Die müssen noch verlängert werden, weil mit diesem Winkel kann der Stabi einfach nicht vernünftig funktionieren oder beziehungsweise gar nicht funktionieren. Ja, der Rahmen, der LKW-Rahmen, der ist soweit aufbereitet. Von innen ist alles gewachst. Die Tanks sind jetzt erstmal provisorisch dran, weil diese Abstandshalter von 120 mm, die waren nötig, um den Endtopf zwischen dem Rahmen und den Tanks, also quasi in dem Bereich hier, wieder montieren zu können. Deswegen haben wir das jetzt erstmal so angepasst. Jetzt kommt die Auspuffanlage und wenn alles passt, dann wird das nochmal abgenommen, dann gehen die Teile zum Verzinken. Die eigentlichen Konsolen, die lasse ich auch mit verzinken. Die sind jetzt einfach nur silber lackiert. Die möchte ich aber wohl gerne verzinkt haben. Die Federn hier, die muss ich verlängern. Das haben wir beim letzten Mal verschränken festgestellt. Den Halter für den Batteriekasten, den will ich auch verzinken lassen, sofort mit den Konsolen zusammen. Und dann hoffe ich, dass es jetzt irgendwie in den nächsten Monaten mit dem Zwischenrahmen und dem Koffer losgeht. Warten wir es mal ab, wie weit wir kommen. Ich berichte. Und jetzt erstmal ein paar Aufnahmen von dem LKW, so wie er da steht.